Hi liebe Moonies und herzlich willkommen zu diesem Video. Dass es zu Sailor Moon unter anderem auch Musicals und eine Live-Action-Serie gibt, wissen mittlerweile ja viele Fans. Aber es gibt tatsächlich noch mehr Sachen zu Sailor Moon, die ziemlich unbekannt sind. In diesem Video werde ich euch einen Überblick über alle Versionen der Geschichte geben. Außerdem werde ich sehr viele Links in die Videobeschreibung packen, mit genaueren Videos, die ich zu den einzelnen Versionen gemacht habe, sowie auch Trailer und Ausschnitte oder gar komplette Sachen, die ihr schauen könnt. Also schaut nach dem Video auf jeden Fall dort vorbei und informiert euch genauer über Sachen, die euch interessieren. Aber jetzt beginnen wir erstmal mit der Kriegerin, mit der alles angefangen hat, Sailor V. 1991 veröffentlichte Naoko Takeuchi ein als One-Shot geplantes Kapitel über die Titelheldin. Das Ganze wurde später dann noch eine Manga-Serie mit 16 Kapiteln. Übrigens kam die Reihe aber nicht komplett vor Sailor Moon raus, sondern lief parallel und wurde sogar erst nach Sailor Moon abgeschlossen. Sie erzählt quasi die Vorgeschichte zu Sailor Moon und dreht sich natürlich um Minakos Zeit als Sailor V, die ja bereits vor den anderen erwacht ist. Der Manga ist sehr stark auf Comedy ausgelegt. Mir persönlich ist es zwar manchmal etwas zu übertrieben, aber es ist doch sehr witzig und man kann ja mal reinschauen. Das gilt übrigens auch für die anderen Versionen. Als es dann hieß, man wollte aus Sailor V einen Anime machen, entstand schnell die Idee, eine Serie mit gleich mehreren Kämpferinnen zu entwickeln. Und so wurden Sailor Moon und die anderen Senshi ins Leben gerufen. 1992, als Sailor V noch nur ein Kapitel umfasste, startete der Manga zu Sailor Moon, natürlich auch von Naoko Takeuchi. Er umfasst insgesamt 60 Kapitel sowie einige Short Stories. Diese sind in der ersten Neuauflage des Mangas auch in 2 Extrabänden erschienen und setzen eher auf Comedy. In den anderen Auflagen sind sie quasi in den normalen Manga-Bänden mit drin. Die Hauptstory des Mangas dagegen ist eher ernst und um einiges erwachsener und düsterer, als man es vom Anime her kennt. Die Geschichte geht auch sehr schnell vorwärts. In vielen Punkten finde ich persönlich die Story sogar besser als vom 90er-Anime. Aber dafür hat der Anime dann andere Vorteile, aber so genau werde ich darauf jetzt nicht eingehen zu meiner persönlichen Meinung dazu, denn dazu habe ich schon andere Videos gemacht. Die Manga sowie auch Sailor V sind alle in Deutschland erschienen. Wenn eine Version auf Deutsch erschienen ist, dann werde ich das immer dazu sagen, also wenn ich nichts sage, dann ist sie nicht hier rausgekommen. Ziemlich schnell folgte auf den Manga dann der 90er-Anime, die bekannteste Sailor Moon-Version von allen wurde. Viele Fans, inklusive mir, haben damit angefangen. Er umfasst ganze 200 Folgen, 3 Kinofilme und 5 Specials, also sowas wie Kurzfilme. Die Geschichte ist kindlicher als der Manga und mehr Comedy-mäßig, und außerdem hat sie sehr viele Filler-Folgen. Daher geht die Geschichte nur sehr langsam voran, aber dafür lernt man die Charaktere mehr kennen. Wie schon angedeutet, für mich hat jede Version ihre eigenen Vor- und Nachteile, weshalb ich auch alle gleich gern mag. Also jetzt bezogen auf Manga, die beiden Anime, PGSM und die Musicals. Übrigens, was ich lange nicht wusste, zum 90er-Anime gab es auch zu jeder Staffel ein Memorial. Das waren sowas wie 1,5 Stunden lange Filme, in denen die Staffel zusammengefasst wurde. Mit ein wenig Moderation der Synchronsprecher, die die Story ein bisschen erklärt haben. Also es gab da jetzt nichts Neues, sondern es war nur eine Zusammenfassung. Etwas Ähnliches war auch der Hero Club. Da gab es mindestens 10 VHS-Kassetten à 30 Minuten, die auch Zusammenfassungen waren, allerdings mehr zu bestimmten Themen. Das erschien zu Staffel 1 und 2, zu den anderen Staffeln habe ich zumindest nichts dazu gefunden. Der 90er-Anime wurde im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Einige Folgen erschienen hierzulande auf VHS und später die ganze Serie auf DVD, und ein Blu-ray-Release ist bald geplant. Die Kinofilme liefen zwar im TV und wurden auch auf Kassette veröffentlicht, erschienen aber leider nie auf DVD bisher. Die Specials und Memorials haben es überhaupt nicht nach Deutschland geschafft. Ach, mir fällt auch noch gerade ein, eine einzige Folge wurde auch nie auf Deutsch veröffentlicht, allerdings war das auch nur Zusammenfassung und hatte keinen Inhalt. Ach ja, den 90er-Anime gibt es zum Beispiel auch in Comicform in den alten deutschen Magazinen, oder die erste Staffel gab es hierzulande auch als Romane, und generell gab es einfach viele gedruckte Varianten des Animes. Außerdem gab es einige japanische CDs mit Dialoge und Gedichten, die von den Sprechern eingesprochen wurden und sonst nirgends zu hören sind.
Aber wenn ich jetzt alles aufzähle, was es vom 90er-Anime gab, dann glaube ich, werden wir nie fertig. Kommen wir also zur nächsten Version, die Videospiele. Davon gab es über 40. Das erste erschien bereits 1992, also im selben Jahr, in dem der Manga und Anime starteten. Die meisten davon waren Beat-em-up-Games, also in denen man einfach Gegner verkloppt oder auch sowas à la Street Fighter. Es gab auch einige Puzzle-Games, also sowas in Richtung Candy Crush. Besonders hervorheben möchte ich einmal Sailor Moon Another Story, ein RPG, das eine neue Story und ganz neue Feinde beinhaltet. Dann gab es auch noch eine Visual Novel für PC Engine. Das ist sowas wie eine interaktive Geschichte. Hier ist das Dark Kingdom wieder auferstanden und auch hier gibt es eine neue Geschichte. Für dieses Spiel wurden sogar 2 Songs geschrieben und die Originalsprecher haben die Dialoge gelesen. Außerdem gab es das Spiel Kotaete Mooncall für Telebico, in dem so etwas wie eine neue Anime-Folge gezeigt wird, bei der man immer wieder Quizfragen beantworten muss, um den Senshi weiterzuhelfen. Wenn ihr das sehen wollt, dann schaut in die Videobeschreibung. Es gab auch noch ein anderes Spiel, in dem viele dieser Szenen auch vorkamen, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Auch noch erwähnen möchte ich das Spiel Sailor Moon Super S Various Emotions, denn da gab es auch neue Anime-Szenen. Und generell gab es solche, Anime-liken Szenen auch in weiteren Games. Leider sind die Spiele alle nicht in Deutschland rausgekommen. Allerdings konnte man das Handy-Puzzle-Spiel Sailor Moon Drops auch hier legal auf Englisch runterladen. Übrigens war das auch das einzige Sailor Moon-Spiel, das ich selber gespielt habe. Also ansonsten kann ich euch hier nur von Let's Plays und Internetseiten berichten. Schauen wir uns jetzt die nächste Version an, die Musicals, genannt Sadamew. Die finde ich persönlich auch super toll. 1993 bis 2005 wurden die Bandai-Musicals aufgeführt, von denen es sehr viele gab. Aber dazu habe ich ein eigenes Überblickvideo gemacht, also fassen wir uns hier mal kurz. Die Musicals erzählen je eine Staffel und man kann sie unabhängig voneinander schauen. Die Bandai Sadamews sind oft so eine Mischung aus Anime und Manga, bringen aber auch viele neue Elemente ein. Es gibt sogar Musicals, die komplett neue Handlungen erzählen. Nach einer längeren Pause starteten dann 2013 die Sadamews von Nelke. Da gab es erstmal 5 Musicals, je für einen Arc. Diese folgten dem Manga, haben aber auch ein paar Änderungen. Ach ja, zu einem davon, nämlich La Reconquista, gab es sogar eine Romanadaption. Danach kam eine recht spezielle Sadamew, nämlich die Nogisaka 46 Version. Das ist eine Musikgruppe und deren Mitglieder spielen hier die Inner Senshi. Dabei gibt es 3 Cast-Teams, nämlich Team Moon, Team Star und das Team der 2019-Aufführung. Das Musical erzählt den ersten Handlungsbogen, aber mit mehr Fokus darauf, wie die Senshi erwacht sind. Und ich kann nicht anders, als euch diese super coole Verwandlung zu zeigen. Also hier super schnelles Umziehen auf der Bühne. Ich find's mega. Und die Spezialeffekte sind generell so geil in diesem Musical. Also die anderen Senshi haben auch solche Verwandlungen. Und ja, ich weiß, ich habe jetzt hier ziemlich viel über das Nogisaka Musical geredet, aber es ist ja doch sehr speziell. Aber gut, kommen wir jetzt mal wieder zurück zum Thema. 2018 startete dann ein neues Projekt, das ich jetzt auch mal zu den Musicals zähle, auch wenn es anders ist. Sailor Moon The Super Life. Auch das erzählt den Dark Kingdom Arc. Allerdings wurden Gesang und Sprache sehr reduziert, da man es auch außerhalb von Japan aufgeführt hat. Und die Leute sollten ja auch was verstehen. Und was ich hier auch noch erwähnen möchte, ist das Sailor Moon Show Restaurant Shining Moon Tokyo, das seit 2019 existiert. Wie der Name schon sagt, ist es nicht nur ein Restaurant, sondern es gibt auch jeden Abend Live-Shows. Und auch hier wird eine kleine Geschichte erzählt. Aber springen wir jetzt nochmal in der Zeit zurück ins Jahr 2003. Sorry, Pluto. Da gab es nämlich eine sehr unterschätzte Version, die Live-Action-Serie. Sie heißt, wie die anderen Versionen, Pretty Guardian Sailor Moon, wird aber von den Fans meistens als PGSM abgekürzt. Sie umfasst 49 Folgen und erzählt den ersten Arc.
Für viele mögen die nicht so guten Effekte abschreckend sein, aber glaubt mir, haltet ein bisschen durch und ihr gewöhnt euch daran. Und dann wird die Story auch richtig gut und hat auch recht viele Änderungen. Also es wird überraschend. Die Charaktertiefe und Charakterentwicklung ist hier sogar um einiges besser als im 90er-Anime. Und PGSM schafft es trotz 49 Folgen für nur einen Arc, ohne inhaltslose Filler auszukommen. Jede Folge passiert irgendwas Wichtiges, und wenn wir nur die Charaktere besser kennenlernen. Zu PGSM gab es übrigens auch Act Zero, das war eine kleine Vorgeschichte mit Sailor V. Dann gab es den Special Act, was so etwas wie ein Fortsetzungsfilm ist. Dann gab es noch 2 Mini-Episoden und die Super Dance Lesson, wo man Tänze zu den Songs beigebracht bekommt. Außerdem gab es Drama-CDs namens DJ Moon, auf denen die Charaktere ein bisschen was erzählen. Und das war noch nicht alles. Es gab außerdem das Konzert Kedai Super Live. Dort wurden Songs aus der Serie gesungen, aber es hatte auch eine Handlung, in der das Dark Kingdom das Konzert stürmt. Kommen wir nun zu einer ebenfalls umstrittenen Version, Sailor Moon Crystal, ein neuer Anime, der 2014 startete und 39 Folgen umfasst. Bisher wurden die ersten 3 Arcs verfilmt und es wurde angekündigt, dass der 4. Arc in Form von 2 Kinofilmen kommen soll. Die Serie hält sich sehr an den Manga, was heißt, vor allem später wird die Story komplett anders als im 90er-Anime. Wie der Manga ist auch hier die Geschichte düsterer und geht schnell vorwärts. Besonders wird ja der Zeichenstil kritisiert, aber Leute, ich kann euch echt sagen, erstens, man gewöhnt sich dran, zweitens, es wird besser und drittens, ab der 3. Staffel wurde der Stil geändert und es geht mehr in Richtung 90er-Anime und wir haben auch 2D-Verwandlungen. Also ich persönlich mag Crystal echt gerne. Es wurde zuerst im Internet ausgestrahlt und da gab es sogar offizielle deutsche Untertitel. Mittlerweile ist es auch hierzulande auf DVD und Blu-ray erschienen und läuft zurzeit im Fernsehen auf Six. Aber es gibt tatsächlich noch eine Art Anime-Version, nämlich wurden 2018 und 2019 2 4D-Filme produziert. Die konnte man in den Universal Studios in Japan anschauen, also in einem 4D-Kino in diesem Themenpark. Die Filme gehen jeweils 20 Minuten und zeigen Kämpfe mit Monster of the Day, also quasi wie Anime-Folgen. Natürlich sind die Filme aber in 3D und haben noch andere Effekte, wie zum Beispiel Seifenblasen im Kino oder sich bewegende Sitze. Außerdem werden die Zuschauer mit einbezogen und sollen zum Beispiel Sailor Moon ihre Kraft leihen. Und es hört nicht auf. Für dieses Jahr wurde auch wieder etwas Neues angekündigt, nämlich Sailor Moon Prism on Ice, eine Eiskunstlaufshow. Es begann damit, dass Evgenia Medveda, und das war bestimmt falsch ausgesprochen, eine sehr coole Sailor Moon Performance auf dem Eis hingelegt hat. Und das hat Naoko so gefallen, dass es jetzt diese Show gibt und Evgenia spielt die Sailor Moon. Soweit ich weiß, soll auch das den Dark Kingdom Arc zeigen. Ich bezweifle zwar, dass es bei der aktuellen Lage pünktlich kommt, aber irgendwann bestimmt. Wow, das war echt viel, oder? Bestimmt habe ich euch ein bisschen mit den Infos erschlagen. Und das ist ja noch nicht mal alles, was man sich von Sailor Moon anschauen kann. Es gab ja auch noch Konzerte und DVD-Extras und nicht zu vergessen, die mega umfangreiche Fankultur. Also wer behauptet, er habe von Sailor Moon wirklich alles gesehen, der lügt. Nicht mal ich habe alles gesehen. Aber das ist auch das Tolle daran. Man entdeckt immer wieder was Neues und wird überrascht. Langweilig wird es mit diesem Franchise also nie. So, wie gesagt, schaut bitte in der Videobeschreibung vorbei für mehr Infos und Material zu den einzelnen Versionen. Und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, welche Versionen ihr schon gesehen habt und von welchen ihr nicht mal wusstet, dass sie existieren. Ciao und bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.